Wir haben in einem separaten Video, das wir jetzt ja auch veröffentlicht haben, schon beschrieben, was auf uns zukommt, was zum Thema Lastenausgleich zu erwarten ist und auch beschrieben, warum wir meinen, dass es dazu kommen könnte, wo die Risiken sind. In diesem Video wollen wir uns konkret damit befassen, wie du deine Immobilie vor einem Lastenausgleich schützen kannst. Nun, die beste Lösung ist unserer Meinung nach, die deutsche Immobilie zu verkaufen und ins Ausland umzuziehen. Wie das geht, dazu haben wir auf unserem Kanal und auf unseren Webseiten ja viele Informationen bereitgestellt. Das ist ja letztlich unser Steckenpferd und unser Dauerthema. Natürlich ist der Wegzug nicht für alle eine Option. Die zweite Lösung ist das zu tun, was reiche Familien in den letzten Jahren vorgemacht haben. Es gab buchstäblich einen Run auf Strukturen wie Genossenschaften, Stiftungen und vermögensverwaltende GmbHs oder KGs, in welche Immobilienvermögen übertragen wurde. Warum? Nun, man geht davon aus, kann es aber nicht hundertprozentig wissen, dass betriebliche Vermögen nicht vom Lastenausgleich betroffen sind. Natürlich kannst auch du diesen Weg gehen. Du kannst eine Stiftung gründen in Liechtenstein oder in Deutschland oder eine Genossenschaft, ist komplett legal. Kannst du zu einem spezialisierten Anwalt gehen und das machen. Auch wir können dabei helfen. Problem: Für viele Immobilienbesitzer lohnt sich so eine Struktur einfach nicht, weil schon bei der Übertragung der Immobilie in vielen Fällen Grunderwerbsteuer und oder Schenkungssteuer etc. oder Kapitalertragssteuer fällig werden. Das können und wollen viele Immobilienbesitzer nicht leisten. Zusätzlich verliert man einen gewissen Grad der Kontrolle über das eigene Vermögen. Ja, mal angenommen, du hast jetzt so eine Stiftung in Liechtenstein, da gibt es einen externen Stiftungsrat drin. Sicherlich, da kann man bestimmte Maßnahmen hier einbauen, dass du auch noch was zu sagen hast, aber es sind andere Personen hier irgendwo mit involviert. Und außerdem ist bei etlichen dieser Strukturen zu befürchten, dass ein steuerfreier Verkauf der Immobilie nach 10 Jahren nicht möglich ist. Natürlich, man kann das so gestalten, dass es möglich ist, aber das erfordert relativ viel Skill und ist relativ komplex. Doppelstöckige, dreistöckige Strukturen sind dafür notwendig. Das geht natürlich alles in die Kosten. Und wer jetzt nur 1 oder 2 Immobilien hat, da lohnt sich das fast gar nicht. Wenn du dennoch an so einer Lösung interessiert bist, können wir dich gerne dazu beraten. Bitte kontaktiere uns, Details in der Videobeschreibung. Für alle anderen haben mein Team und ich eine Lösung entwickelt, bei der die hier beschriebenen Nachteile nicht zu befürchten sind. Es kommt nicht zum Eigentümerwechsel, die Immobilie wird nicht übertragen, es fällt keine Grunderwerbsteuer an, es fällt keine Schenkungssteuer an, du verlierst nicht die Kontrolle über dein Vermögen, der steuerfreie Verkauf ist nach der Ablauf der Spekulationsfrist von 10 Jahren möglich. Du hast nicht die hohen Kosten wie bei einer Stiftung oder Genossenschaft und die Gestaltung ist jederzeit rückgängig zu machen und schützt eben deine Immobilie dennoch vor einem möglichen Lastenausgleich. Und das Ganze funktioniert so. Wir gründen eine Gesellschaft im Nicht-EU-Ausland für dich und zwar entweder in UK oder in den USA, welche dir gehört oder von dir kontrolliert wird. Zugunsten dieser Gesellschaft macht dein Notar für deine Immobilie einen Grundbucheintrag. Wie das genau geht und um welchen Grundbucheintrag es geht, das erklären wir dir persönlich im Gespräch. Die Konsequenz ist somit, dass bei einem drohenden Lastenausgleich die Immobilie nicht deinem Vermögen zugerechnet werden kann, denn laut Grundbuch hat eine andere Person, eine juristische Person, deine Gesellschaft, ein Recht an der Immobilie. Folglich kann es nicht zur Zwangshypothek kommen. Ich muss aber nochmals wiederholen. Niemand weiß, wie ein Lastenausgleich genau aussehen wird. Wir gehen davon aus, dass Grundbucheinträge auch im Falle eines Lastenausgleichs gewürdigt werden und halten daher die Lösung für ziemlich sicher. Minimal sollte sie eine Zwangshypothek extrem erschweren. Das war ja auch schon beim letzten Lastenausgleich so. Dieser wurde auch auf Basis des Grundbuchs festgesetzt und durchgeführt. Es gibt so viele internationale Immobilieninvestoren in Deutschland, dass etwas anderes auch kaum vorstellbar ist.
Was sind die Vorteile und Nachteile einer UK- oder USA-Lösung? Im Falle einer UK-Lösung werden wir die Stiftungslimited, die auf Englisch Limited by Guarantee heißt, gründen. Hier hat man den Vorteil, dass du zwar als Geschäftsführer die Gesellschaft kontrollierst, diese aber aufgrund des Stiftungscharakters dir nicht gehört. Das ist ja genau der Punkt einer Stiftung. Sie gehört sich selbst. Wenn du willst, kannst du die Gesellschaft auch noch anderweitig für den Vermögensschutz nutzen. Können wir da alles gerne erklären. Die Vorteile einer Stiftung sind ja allgemein bekannt. Und hier hast du nicht den Kontrollverlust, wie zum Beispiel bei einer Stiftung in Liechtenstein. Bei der US-Variante handelt es sich nicht um eine Stiftung, sondern eine US-Gesellschaft. Vorteile der US-Lösung sind, dass die USA noch weiter weg sind, sage ich jetzt mal, distanzmäßig, räumlich, dass ein hohes Maß an Vertraulichkeit gewährleistet ist, weil im Handelsregister in den USA fast nichts veröffentlicht wird. Und natürlich gehen wir auch davon aus, dass sich ein deutscher Staat nicht mit den USA anlegen will und dann versucht, Strukturen anzugreifen, in die US-Gesellschaften involviert sind. Steuerlich ist nichts zu beachten. Beide Gesellschaften machen ja keinen Umsatz, keinen Gewinn. Sie sind ruhend. Sie müssen nur eine jährliche Nullerklärung beim Finanzamt einreichen, was wir natürlich für dich erledigen, und haben keinerlei Einnahmen. Die Gesellschaften brauchen nicht mal ein Bankkonto. Nochmals, ganz wichtig zu verstehen, die Immobilie wird nicht an die Gesellschaft übertragen. Es kommt nicht zum Eigentümerwechsel. Es wird nur ein Grundbucheintrag zugunsten der Auslandsgesellschaft erstellt. Natürlich kannst du eine Gesellschaft zum Schutz mehrerer Immobilien verwenden und weitere Grundbucheinträge zugunsten der einen Gesellschaft erstellen lassen. Rechne bei der Gründung der Gesellschaft mit einer Dauer von ein paar Tagen für die Gründung, bis dann alle Dokumente vorhanden sind, die es für den Grundbucheintrag braucht, mit Übersetzung, Apostille, Beglaubigung und so weiter, muss man aber schon einige Wochen rechnen. Dennoch kannst du den Grundbucheintrag relativ kurzfristig vom Notar durchführen lassen und deine deutsche Immobilie sind also somit auch sehr kurzfristig vor staatlichem Zugriff geschützt. Die Gesellschaften werden von uns so ausgestaltet, dass sie für ihren Zweck optimiert sind. Die Satzung wird also Dinge berücksichtigen, wie zum Beispiel eine Nachfolgeregelung. Man muss ja klären, was passieren würde, wenn du von der Straßenbahn überfahren wirst, zum Beispiel. Will jetzt natürlich nicht makaber sein, aber das muss man natürlich bedenken. Wer kann dann die Gesellschaft kontrollieren? Deine Frau, deine Kinder, deine Eltern, Freunde, Bekannte, irgendein Anwalt. Solche Dinge haben wir abgedeckt in der Satzung und in unserer Beratung. Sicherlich werden dich auch die Kosten interessieren. Die hier beschriebene Lösung zum Schutz deiner Immobilie vor dem Lastenausgleich bieten wir zu einem günstigen Pauschalpreis an, sozusagen ein rundum sorglos Paket. Darin enthalten es in der Firmengründung und Betreuung auch die notwendige Beratung. Details zum Preis erhältst du gerne auf Anfrage. Beachte allerdings, dass wir in Deutschland keine Zulassung als Steuerberater oder Rechtsanwalt haben. Sollten sich hier also Fragen ergeben, müsste man diese mit einem deutschen Steuerberater oder Rechtsanwalt klären. Gerne arbeiten wir hier mit einem Rechtsanwalt und Steuerberater deiner Wahl zusammen. Stammkapitalanforderungen gibt es weder in den USA noch im UK. Du kannst Gesellschaften also dort mit $1 oder £1 Stammkapital gründen. Und auch wenn du das Ganze wieder abwickeln möchtest, ist die Gesellschaft schnell gelöscht. Eine Liquidierung oder ein Sperrjahr wie in Deutschland gibt es nicht. Das Gleiche geht übrigens natürlich auch für den Grundbucheintrag. Der lässt sich sehr schnell wieder durch deinen Notar entfernen. So, nun sind wir am Ende angelangt. Wenn auch du deine deutsche Immobilie vor einem möglichen Lastenausgleich schützen möchtest und an der hier vorgestellten Lösung Interesse hast, kannst du nun eine kostenlose und unverbindliche Potenzialanalyse anfordern. Da kannst du herausfinden, ob unsere Lösung im Falle deiner konkreten Immobilie ein sinnvoller und gangbarer Weg ist. Da gibt es einen Link zu einem Formular, das machen wir in die Videobeschreibung. Dort kannst du deine Daten eingeben und dann lassen wir dir deine Potenzialanalyse per E-Mail zukommen. Normalerweise innerhalb eines Tages.
Mein Team und ich freuen uns, von dir zu hören und dir zu helfen, dein in harter Arbeit verdientes Vermögen vor dem unrechtmäßigen Zugriff des Staates zu schützen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.